Nachdem wir uns im ersten Teil unserer großen Magie-Content-Update-Analyse mit dem neuen Schatzsucher und den Monumenten beschäftigt haben, dreht sich in diesem Video alles um den neuen Gegnertyp in Form der Melthorn sowie um eure neuen Kontereinheiten dagegen. Also den Hexen und Zauberern sowie die dadurch entstandenen Änderungen an eurer Wirtschaft. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Bevor wir beginnen, muss ich zunächst zwei kleine Fehler aus dem ersten Teil berichtigen. So starten Schatzsucher nicht automatisch in Richtung der nächsten Ruine, sondern müssen von euch händisch dorthin geklickt werden. Außerdem sind im Leuchtturm die beiden Buffs Fernsicht und Leuchtturmwache passive Fähigkeiten, die ohne euer Zutun funktionieren, soweit ihr eben die Flamme im Turm am Brennen haltet und dementsprechend immer genug Feuerholz dorthin liefert. Mit den Melthorn ist das Unheil in Pagonia nun perfekt, da auch diese sich anschicken, die Inselwelten zu verwüsten. Die Melthorn sind mystische Wesen, welche über Portale ihre Heimatwelt mit den pagonischen Inseln verbinden. Die Portale, die sich in einer großen verdorbenen Eiche manifestieren, sind somit auch ihre große Schwachstelle. Denn solltet ihr das Portal zerstören, haben diese keine Möglichkeit mehr, Verstärkung zu schicken. Aber bevor es weitergeht, ganz kurz ein fettes Danke für den Support an meinen Partner Instant Gaming. Bei Instant Gaming erhaltet ihr Videospiele in der Regel deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen wie Steam, weswegen sich der Vergleich hier immer lohnt. Das Beste aber, mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr diesen Kanal hier gleichzeitig sehr. Aktuell könnt ihr hier zum Beispiel das jetzt startende Stalker 2 Heart of Chronobyl nach ganzen 11 Jahren in Entwicklung mit 20% Rabatt mitnehmen. Falls ihr neben dem ganzen Pioneers of Pagonia sucht noch Zeit für etwas anderes habt, versteht sich. I am blind, but it is you who cannot see. Die Melthorn senden zunächst ihre Verfluche-Einheiten auf eure Welt, welche Rituale durchführen und dabei bösartige Fluchwurzeln in die pagonischen Wälder pflanzen. Die Fluchwurzeln infizieren die Umgebung mit einem Fluch und saugen dessen Kraft ab, um damit das Portal mit Energie zu versorgen. Um diese für sie wichtigen Gebilde zu verteidigen, entsenden sie daher zusätzliche Fluchwächter durch das Portal, deren einzige Aufgabe es ist, die Fluchwurzeln bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Diese Fluchwurzeln haben aber auch eine Art Selbstverteidigung und können daher mit Blitzen auf pagonische Militäreinheiten schießen, welche sich zu weit nähern. Vorausgesetzt, es sind keine Hexen und Zauberer. Aus diesem Grund halten eure zivilen Einheiten auch direkt Abstand und nehmen wenn möglich lieber einen Umweg. Sollten die Melthorn es schaffen, ihr Portal vollständig aufzuladen, schwappt eine Welle an Melthorn-Kriegern durch das Portal über, welche dann auf direktem Weg eure Siedlung angreifen. Bei ihrem Angriff können sie alle auf pflanzenbasierenden Waren zerstören, also zum Beispiel alle Holzarten und Nahrungszutaten. Ihr tut also gut daran, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Jedenfalls sollten die Melthorn-Einheiten einen Angriff auf eure Siedlung durchgeführt haben, versuchen diese erneut ihr Portal aufzuladen, um dann jeweils mit einer noch größeren Armee in eure Richtung zu stürmen. Wie geht ihr also gegen diese mystischen Kreaturen vor? Kurz gesagt, mit den neuen Hexen und Zauberern. Diese neuen Militäreinheiten könnt ihr in der neuen Arkanen-Akademie ausbilden. Die Hexenmeister kommen wie alle Militäreinheiten in 3 Rängen daher. So braucht der Hexer-Lehrling nur eine Robe sowie einen Holzstab und lässt sich daher früh im Spiel in Massen produzieren. Allerdings verfügt er nur über eine Kampfkraft von 1, ist also sogar euren Wachen unterlegen, kann dafür aber ein Ritual ausführen, um den Fluch der Fluchwurzeln zu brechen und diese somit zu vernichten und hat zusätzlich, wie alle Hexenmeister, einen Kampfbonus von 200% gegen Geister. Weiße Hexer sind da schon deutlich anspruchsvoller und brauchen eine silberne Robe sowie einen Diamantstab, bringen es dann aber auch direkt auf eine Kampfkraft von 30. Der älteste Hexer braucht dann sogar neben einem Diamantstab eine vergoldete Robe, bringt es dann aber auch direkt auf eine Kampfkraft von 50 und ist somit einer der stärksten Einheiten im Spiel. Weiße und älteste Hexer verfügen zudem über einen Zauberspruch, mit dem sie feindliche Einheiten erschrecken können und diese somit bei Erfolg in die Flucht schlagen. Sollten eure Hexenmeister es schaffen, eine Fluchwurzel rauszunehmen, reagieren die Melthorn mit einem Vergeltungsangriff auf eure Siedlung. Dieser Angriff kostet sie dann aber auch Energie, wodurch sich das Aufladen ihres Portals weiter verzögert und euch etwas Zeit verschafft.
Die Zauberinnen gibt es nur in 2 Rängen, was sie daher eher für das Mid- oder Late-Game interessant macht, da sie auch relativ teuer sind. So kostet die Hain-Zauberin eine silberne Robe sowie einen Smaragdstab und bringt es dann, wie der weiße Hexer, direkt auf eine Kampfkraft von 30. Die stärkere Hain-Erzzauberin benötigt neben dem Smaragdstab ein goldenes Gewand und hat dann ebenfalls gut mit den Hexern vergleichbar eine sehr starke Kampfkraft von 50. Das Highlight hier bei beiden Einheiten ist, dass sie Wildschweine beschwören können, die sich eurem Kampf anschließen. Darüber hinaus haben sie, genau wie ihre Wildschweine, einen 200%igen Bonus gegen alle Melthorn-Einheiten. Um Roben, Diamant- und Smaragdstäbe überhaupt bauen zu können, gibt es natürlich auch in der Wirtschaft ein entsprechendes Update. Daher können eure Geologen nun auch Edelsteinvorkommen aufspüren und ihr dann über die entsprechende Mine Smaragde, Saphire und Diamanten aus dem Erdreich bergen, um so die Funde von euren Schatzsuchern zu ergänzen. Diese Edelsteine können dann unter anderem in der Schmuckwerkstatt zu Schmuckstücken weiterverarbeitet werden, welche eingelagert wie Schatztruhen eure Kampfkraft erhöhen oder relevant für den Handel mit anderen Siedlungen sind. Alternativ lasst ihr die Edelsteine in der Handwerksschmiede in Kombination mit Stäben zu Smaragd- und Diamantstäben verfeinern, die ihr dann wiederum für die Hexen und Zauberer benötigt. Die Stäbe hierfür werden ab sofort beim Waffenschmied aus Eisen- und Stahlbarren gefertigt. Holzstäbe für den Hexer Lehrling hingegen jetzt ganz simpel in der Holzwerkstatt. Die neuen Roben produziert ihr dazu aus 2 Stoffen beim Schneider. Silberne Roben benötigen dazu noch einen Silberbarren, goldene Roben wiederum ergänzend einen Goldbarren. Das Ganze zwingt euch dann natürlich abzuwägen, ob ihr lieber auf stärkere Einheiten setzt oder lieber eure allgemeine Kampfkraft nach oben pusht. Wie gesagt, sind wir aber auch damit noch nicht am Ende dieses riesigen Updates. Im 3. Teil werden wir dann nochmal das neue Kampfsystem genauer beleuchten und uns unter anderem auch die überarbeitete Farmwirtschaft anschauen. Lasst also gerne ein Abo da, damit ihr nichts verpasst, und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.